Man muss sich bewusst sein, in der Schweiz geht man auf die Toilette, man spült, das Zeug ist weg und der Luxus kommt zu einem sehr, sehr hohen Preis. Das ist der Christian Seiler und er versucht, das WC neu zu erfinden. Wieso das auch wirklich dringend notwendig ist und wieso wir uns vielleicht allgemein mehr damit beschäftigen, was wir eigentlich da hinterlassen, über das reden wir heute. Je nach Inhalt der WC-Schüssel wird mit mehr oder weniger Wasser gespült. Man spielt und es ist gut. Das ist die hygienische Revolution. Also die Aussage vom Anfang, dass unsere WCs ein Luxus sind, das ist wirklich nicht übertrieben. Das sieht man zum Beispiel allein schon am Preis, den wir für das Ganze zahlen. Der Gesamtwert der Abwasserinfrastruktur in der Schweiz, also Abwasserkanalisationen, Kläranlagen etc., der beläuft sich auf etwa 120 Milliarden Franken. Und dazu kommen jedes Jahr noch mehrere Milliarden für den Unterhalt und Betrieb. Das sind sogar für ein wohlhabendes Land wie die Schweiz wirklich massive Beträge. Und ich glaube, da kann man sich gut vorstellen, dass viele Länder auf dieser Welt sich solche Infrastrukturen schlicht und einfach gar nicht leisten können. Und wenn dann eben solche Infrastrukturen fehlen, dann ist das nicht nur grusig oder unhygienisch, das kann wirklich Menschenleben kosten. Die WHO schätzt, dass weltweit knapp 2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sanitären Einrichtungen haben. Also das sind mehr als 1/4 der Menschheit. Das heisst, ihren Urin und ihre Fäkalien, die landen irgendwo auf dem Feld oder vielleicht im Wasser. Und damit auch Krankheitserreger, die Cholera oder Typhus auslösen können. Und aus dem gleichen Grund sterben weltweit jeden Tag über 1500 Kinder an Durchfallerkrankungen. Eines der Länder, wo die Situation bis vor ein paar Jahren wirklich sehr prekär war, ist Indien. Und jetzt rufe ich mal schnell Lukas an. Hi Lukas. Sally. Also, du hast dir da die Situation in Indien mal genauer angeschaut mit der WC. Genau, und zwar, wenn man zum Thema Indien und Toilette recherchiert, dann kommt man relativ schnell auf ziemlich große Zahlen. Every day, 500 million people in villages in India go in the fields rather than use a toilet or a latrine. Die Zahl, die im Video genannt wird, ist aus dem Jahr 2015 und seitdem hat sich in Indien einiges getan. Es gab staatliche Programme, die dafür gesorgt haben, dass über 110 Millionen neue Toiletten gebaut wurden. Die Maßnahme merkt man auch, wenn man auf die Zahl für Open Defecation schaut, also jene Zahl, die zeigt, wie viele Menschen keinen Klozugang haben und vielleicht auf die Straße oder ins Gebüsch machen müssen. Und die ist massiv runtergegangen in den letzten Jahren. Dazu haben auch einige NGOs beigetragen, zum Beispiel auch die von Sai Damodaran. Yes. So after my college education, we have started Gramalaya in the year 1987. Dass die Frage, ob man Zugang zu einer Toilette hat, nicht für alle Menschen einfach so mit Ja zu beantworten ist, das habe ich relativ schnell im Gespräch mit dem Gründer der NGO bemerkt. Is the toilet coverage in Switzerland is very poor? No, it's perfect somehow. Every house has at least one toilet and every flat, but that makes it more interesting for us to talk about this problem. Okay. 30 years ago in India, the sanitation coverage was hardly 20% like that. But slowly the government of India started its sanitation program. Mit Hilfe von Spendengeldern hat auch Sai's NGO dazu beigetragen, dass in Indien mittlerweile viel mehr Menschen Zugang zu Toiletten haben. It's very interesting for me to speak with you as an expert, but I also would really appreciate speaking with somebody who's benefiting from your work. Yeah, we can do it. We can arrange a meeting with the local villagers. I am just entering into a household where we have provided a toilet facility. It is in a rural setting. You can see the beneficiary. Emma, unga per enna? Dhanalakshmi is her name. Yeah. Okay, you can see now. Yes. What they are doing. Now they are doing sari. You know sari? Yeah, the cloth. Cloth. Sari. Yeah. Women used to wear saris here. Evlo children? There are 3 kids for that. Hi. Hello.
So now they are going to show the bathroom attached toilet they built. Then you can see the bathroom with water store, soap. Then you can see the Indian toilet. Thank you very much for letting me into your home. The bathroom is just for the family or is it shared? ஏமா இப்போ இந்த பாத்ரூம் கட்டியிருக்காங்களே உங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொன்னாரு உங்க வீட்டெல்லாம் காட்டி உங்க குழந்தைங்களாம் அறிமுகப்படுத்துறதுக்கு. இது வந்து உங்களுக்கு மட்டுமா எல்லாத்துக்குமா? எல்லாத்துக்குமே, எங்க வீட்டுக்காருக்கு, எங்க பிள்ளைங்களுக்கு, எங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே பயனா நல்லா இருக்கு. This is for her family, for her husband, for her children and for her. நம்ம இஷ்டத்துக்கு எதுவும் செஞ்சுக்கிறோம். ரொம்ப நல்லா இருக்கு. So earlier we used to go to the riverbank area where all women sit together. Also on the other side, men will also come there. So it was very very tough to work to go there, reaching the place for open defecation. Now it is very convenient for us having a toilet at their doorstep. Also, wie ist es jetzt für dich gewesen, um dort hineinzuschauen? Sind da Hemmungen vorhanden gewesen? Also rückblickend fand ich es wirklich erstaunlich, wie angenehm und unkompliziert das Interview war und wie wenig Hemmung es gab, über das Thema Toiletten zu sprechen. Okay, spannend. Also dort reden wir ganz offen über Toiletten. Und jemand, der das genauso macht, das ist er da. I want to talk to you today about toilets. Toilet. Die Stiftung von Bill Gates und seiner Frau Melinda hat 2011 eine Challenge gestartet. Sie haben damals gesagt, wir suchen Forschungsteams, die das WC neu erfinden. Seither haben sie verschiedene Projekte auf der ganzen Welt mit insgesamt über $200 Millionen finanziell unterstützt. Immer mit dem Ziel, ein WC zu entwickeln, das hygienisch und günstig ist und ohne Anschluss an eine Kanalisation oder ein Stromnetz funktioniert. Wie das genau könnte aussehen, bin ich mir mal bei der Firma Helbling in Wil, St. Gallen anschauen. Hier arbeitet der Christian, das ist er, den wir am Anfang schon kurz gesehen haben. Und er und sein Team versuchen, mit Unterstützung von der Gates Stiftung genau das WC neu zu erfinden. Wie gesagt, Achtung, der ganze Kasten ist offen, bitte nicht reinlangen. Das sieht wirklich so mehr so ein bisschen nach Rocket Science aus als nach WC. Das Ganze ist noch ein Prototyp. Aber was das WC einfach gesagt kann, ist, es verwandelt Urin und Fäkalien in Wasser und Kohle. Und das Herzstück dieser ganzen Anlage ist der Reaktor hier. Da innen passiert die Hydrothermalkarbonisierung. Oder? Was ist das? Genau, also was passiert da innen? Im Prinzip ist das Ding nichts anderes als ein Dampfkochtopf. Also, und das ist klar, bei 200 Grad, Viren, Bakterien werden abgetötet, Sporen, Pilze, aber auch gewisse Schmerzmittel, Medikamente und so weiter werden da innen abgebaut. Oder? Wenn man das untere Ventil auftut, geht es im Prinzip in diesen Apparat und dann presst es zusammen zu einem so Küchli. Was am Schluss von dem Prozess noch übrig bleibt, ist Wasser und eben so Küchli, wie der Christian das nennt. Ja, es schmeckt also ganz entfernt könnte man nicht sagen, ja, aber also nicht so, dass es richtig gerade raushaut. Also es schmeckt, genau, es hat noch einen leichten Geruch, aber also man muss doch näher ran, oder? Und die Küchli, die sind auch nicht einfach nur Abfall, die kann man noch weiterverwenden. Man kann es im Prinzip als Brennmaterial brauchen, vor allem in Ländern, wo halt auch noch auf offener Flamme gekocht wird zum Beispiel. Es stinkt nicht, wenn man es anzündet und es brennt wirklich sehr, sehr gut. Etwas, was Christian und seine Leute noch verbessern wollen, ist der Energieverbrauch. Momentan funktioniert der Prototyp nämlich nur, wenn er an einer Steckdose angeschlossen ist. Man kann auch so viel optimieren an dem System, um den Energieverbrauch noch runterzubringen. Das heisst, es wäre durchaus möglich, dass am Schluss eben mit dem Solarpanel auf dem Dach, dass man das so betreiben kann. Das wäre sogar das Ziel. Das wäre sogar das Ziel. Es soll auch batteriebetriebbar sein. Nur schon für das muss auch der Stromverbrauch runterkommen, damit man mit einer zum Beispiel 12 Volt Autobatterie das Ganze auch betreiben kann. Neben all diesen technischen Aspekten hat es mich dann aber doch auch noch Wunder genommen, ja, wenn man jetzt halt so eine Toilette in der Entwicklungsphase testet. Wie macht man das genau? Wir haben schon fast von Anfang an gesagt, wenn man so etwas entwickeln will, muss man das richtige Zeug einsetzen. Und wir sammeln das halt selber da. Das heisst, wir haben unsere Toiletten im ganzen Haus auch umgebaut. Es ist wirklich so
hässlich, wie man es auch darstellt. Und irgendeiner muss das lernen. Und wie viel kommt da zusammen pro Tag? Also etwa so 10 Kilo? Wir bräuchten 10, aber das ganze, ich sage jetzt mal, das ganze Sourcing vom Code ist nicht ganz so einfach, wie man würde glauben. Ja, kann ich mir noch vorstellen. Also das, was andere als Abfall anschauen, ist für uns sehr wertvoll. Ich würde sagen, man kommt etwa auf einen Kilopreis von irgendwo um 60 Franken. Wirklich? Also, wenn ihr beim SRF auch anfangen zu spenden, wir können jetzt auch täglich holen. Aber mal Spaß beiseite. Ich muss wirklich sagen, ich bin beeindruckt von diesem Projekt. Klar, es gibt noch ein paar Fragen, die offen sind. Zum Beispiel, wie sollen sich Menschen in Entwicklungsländern ein solches WC leisten? Aber das ist nochmal ein riesiges Thema und dort ist man jetzt auch dabei, um mögliche Lösungen zu finden. Aber ich bin zuversichtlich, dass sich bei dieser WC-Problematik in den nächsten Jahren einiges wird tun. Und auch wenn wir jetzt in der Schweiz vielleicht nicht so mega viel von dem mitbekommen, wird das doch das Leben von einem Großteil der Menschheit wirklich verändern. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch und nicht vergessen, unseren Kanal zu abonnieren. Und nächste Woche geht es hier um Leute, die es auch bei uns in der Schweiz nicht immer ganz einfach haben mit dem WC. Ciao zusammen!